Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Wenn ihr neu hier seid, auf diesem Kanal geht es um Patchwork-Quilten und um kleine Näharbeiten und heute geht es um diese Feuerwerksblumen. So, wenn ihr Lust habt, diese Blumen mit mir gemeinsam zu quilten, dann bleibt jetzt einfach dabei. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Feuerwerkskörper starten in einer zentrierten Mitte. Wir starten in der Mitte. Wir vernähen den Faden dreimal und lassen unsere Nadel im Stoff stecken. Zunächst einmal möchten wir in Viertelkreisen nach außen und wieder zur Mitte wandern. Das machen wir in unterschiedlichen Längen. Einmal kurz und einmal lang. An meiner Maschine habe ich das offene Quiltfüßchen angebracht. Dabei kann man am besten zuschauen. Der Transporteur ist versenkt und die Stichlänge steht auf 0. Wie ihr eure Maschine zum Quilten richtig einstellt, dazu blende ich euch hier ein Video ein. Unser Feuerwerkskörper soll ein bisschen blütenhaftig sein. Das heißt, mit unserem nächsten Kreis, den wir quilten, gehen wir einmal nach außen und enden in einem Tropfen. Unseren Tropfen kopieren wir zu beiden Seiten noch einmal. Und wir fahren zurück zur Mitte. Und so arbeiten wir unsere komplette erste Explosion. Von dieser Explosion aus wandern wir weiter zur neuen Explosion. Wenn wir von einer Explosion zur nächsten wandern, dann entsteht eine Linie. Auf diese Linie können wir Tropfen setzen, sodass man die Linie teilweise der alten Explosion und teilweise der nächsten Explosion zuordnen kann. Wenn euch das Video gefällt und ihr mir das gerne sagen möchtet, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Die einzelnen Tropfen lassen wir wie Wassertropfen aussehen. Es ist egal, ob die Wassertropfen mal groß oder klein werden, ob es mal 3 oder 5 oder auch nur einer ist. Wir lassen das Muster einfach vor uns entstehen, ganz langsam. Wenn ihr möchtet, dass eure Feuerwerksblumen richtig stark herausschauen, dann ist es sinnvoll, mit der Komplementärfarbe zu arbeiten. Zusätzlich können wir mit einer weiteren Garnfarbe Akzente setzen oder die einzelnen Blumen noch ein bisschen größer werden lassen. Und yay, unsere Blüten sind fertig und nun wünsche ich euch einen wunderbaren Start ins neue Jahr. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter quilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.